Plant Batch ist Bestandteil von Plant Reporter und Plant Express Tools. Damit können Sie Plant Reporter, Plant 3D oder im Grunde jede andere Anwendung als Batch-Prozess ausführen. Sehen wir uns das erste Beispiel an, in dem wir mit Plant Reporter mehrere Listen erzeugen. Nach dem Start von Plant Batch wählen wir das Projekt aus. Anschließend wählen wir die Batch-Konfiguration aus und klicken auf Ausführen. Plant Reporter läuft nun unsichtbar im Hintergrund und während er arbeitet, sehen Sie, wie die PDFs im Projekt erscheinen. Am Ende erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass der Vorgang abgeschlossen ist. Wenn wir die Batch-Konfiguration bearbeiten, sehen wir die 3 Schritte, aus denen die 3 PDFs entstehen. Für jede Liste wird Plant Reporter im verborgenen Modus gestartet. Bei Bedarf können Sie außerdem einen abschließenden Schritt hinzufügen, der die 3 PDFs zu einem einzigen zusammenführt. Im nächsten Beispiel sehen wir AutoCAD Plant 3D. Wir wählen ein anderes Projekt aus und legen die Zeichnungen fest, die verarbeitet werden sollen. Danach wählen wir die gewünschte Batch-Konfiguration und öffnen den Bearbeitungsdialog. Bei AutoCAD verwendet Plant Batch AutoCAD-Skriptdateien. Es gibt ein Kontrollkästchen, mit dem Sie AutoCAD verborgen ausführen können, falls Sie das wünschen. Für dieses Video lassen wir AutoCAD jedoch sichtbar. Im Execution-Skript sehen Sie außerdem mehrere Plan-Tools-Update-Funktionen, die vor der Veröffentlichung jeder Zeichnung ausgeführt werden. Wenn wir auf Rouge Ausführen klicken, wird die Skriptdatei erzeugt und AutoCAD gestartet. Jede Zeichnung wird geöffnet, die Plan-Tools-Update-Funktionen werden ausgeführt und die Zeichnung wird veröffentlicht.